Hallo Leute! Ich habe eine Frage. Warum vergessen wir deutsche Wörter so schnell? Kennt ihr das auch? Ihr lernt ein neues deutsches Wort, freut euch darüber, dass ihr das verstanden habt und ein paar später könnt ihr euch plötzlich nicht mehr daran erinnern. Viele denken dann, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber meistens liegt es gar nicht am Gedächtnis. Es liegt daran, wie man deutsche Wörter lernt. Okay? Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese, Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön! Und heute werden wir darüber sprechen, warum wir deutsche Wörter vergessen und was wir dagegen tun können. Nummer 1. Wir benutzen die Wörter nicht aktiv. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund. Viele Lernende lesen ein Wort einmal in einem Buch oder sehen es in einer Vokabelliste, dann verstehen sie es und denken, okay, gut, gelernt. Aber verstehen bedeutet noch nicht, dass das Wort wirklich im Gehirn gespeichert wurde. Unser Gehirn arbeitet nach dem Prinzip, was ich oft brauche, behalte ich. Was ich nicht brauche, vergesse ich. Wenn ihr ein neues Wort lernt, solltet ihr versuchen, es möglichst schnell selbst zu benutzen. Zum Beispiel lernt ihr das Wort die Herausforderung. Dann reicht es nicht, nur die Übersetzung zu kennen. Versucht stattdessen direkt eigene Sätze zu bilden. Deutsch zu lernen ist eine Herausforderung. Die größte Herausforderung für mich ist die Aussprache und so weiter. Je öfter ihr das Wort selbst verwendet, desto stärker wird die Verbindung im Gehirn. Deshalb ist Sprechen so wichtig. Viele Lernende verbringen Stunden mit Lesen und Grammatik, sprechen aber kaum Deutsch. Wir haben mehrmals auch in diesem Kanal darüber gesprochen. Dann wundern sie sich, warum sie die Wörter wieder vergessen. Wörter werden aktiv, wenn wir sie aktiv benutzen. Nummer 2. Wir wiederholen die Wörter nicht. Ja, ein weiterer wichtiger Grund ist fehlende Wiederholung. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, jede neue Information dauerhaft zu speichern. Wenn ihr ein Wort nur einmal seht, wird es meistens wieder gelöscht. Deshalb solltet ihr die neuen Wörter mehrmals wiederholen. Nach einer Stunde, nach einem Tag, nach 3 Tagen, nach einer Woche, nach einem Monat. Diese Methode nennt man Spaced Repetition. Zum Beispiel lernt ihr heute das Wort sich bemühen. Wenn ihr es heute 10-mal anschaut und danach nie wieder, werdet ihr es wahrscheinlich vergessen. Wenn ihr es aber regelmäßig wiederholt und in Sätzen verwendet, bleibt es viel länger im Gedächtnis. Nummer 3. Wir lernen Wörter unvollständig. Das ist ein Fehler, den sehr viele Lernende machen. Sie lernen nur die Übersetzung. Tisch, Table, fertig. Ihr habt eigentlich das Wort noch gar nicht gelernt. Bei Nomen zum Beispiel solltet ihr immer den Artikel und die Pluralform lernen. Tisch ist maskulin. Der Tisch im Nominativ. Was ist die Pluralform? Die Tische. Herausforderung ist feminin. Die Herausforderung. Was ist die Pluralform? Weil es ung am Ende hat, die Herausforderungen. Okay? Wenn ihr den Artikel oder die Pluralform nicht lernt, werdet ihr später Fehler machen, ständig Fehler machen. Nummer 4. Wir lernen Verben nicht richtig.
Bei Verben ist es genau so. Okay, viele schreiben einfach helfen, to help. Das reicht aber nicht. Man sollte immer auch wissen, ist das Verb trennbar, wenn es Präfixe hat, natürlich. Welchen Kasus braucht das? Akkusativ, Dativ, Genitiv? Wie kann man das konjugieren? Okay? Oder was ist Partizip 2 von diesem Verb? Okay, wie kann man das perfekt bilden? Und welche Präposition braucht das? All diese Fragen sind wichtig, okay? Zum Beispiel das Verb helfen, okay? To help. Also, wie kann man das konjugieren? Ich helfe, du hilfst. Er, es, sie hilft. Wir helfen, ihr helft, sie helfen. Deswegen haben wir hier Vokalwechsel. Du hilfst, er, sie hilft. Und es verlangt den Dativ natürlich. Deswegen sagt man, ich helfe dir. Ich helfe dich ist falsch. Oder du hilfst deinem Vater. Du helfst ist falsch. Du hilfst deinen Vater ist auch falsch. Okay? Oder über die Präpositionen, wenn wir das Verb warten lernen. Warten auf. Okay? Wenn die Verben eine Präposition brauchen, sollten wir sie gleich mitlernen. Also warten auf plus Akkusativ. Deswegen sagt man, ich warte auf den Bus. Ich warte auf dem Bus ist falsch. Ich warte auf dir ist falsch. Ich warte auf du ist auch falsch. Ich warte auf dich. Okay? Wenn ihr diese Informationen nicht mitlernt, könnt ihr das Wort später nicht richtig benutzen. Nummer 5. Wir lernen Wörter ohne Kontext. Ja? Unser Gehirn liebt Zusammenhänge. Ein einzelnes Wort ist manchmal schwer zu merken. Eine Geschichte oder ein Satz bleibt leichter im Kopf. Also statt zu lernen, etwas verpassen, lernt lieber, ich habe den Bus verpasst. Ich habe den Termin verpasst. Ich möchte diese Gelegenheit nicht verpassen. Also dadurch lernt ihr automatisch, wie das Wort im Satz verwendet wird. Nummer 6 ist sehr wichtig. Wir lernen Wörter nicht thematisch. Viele Lernende lernen jeden Tag zufällige Wörter. Heute ein Wort über Reisen, morgen ein Wort über Kochen, übermorgen ein Wort über Arbeit. Okay, dadurch entstehen keine Verbindungen im Kopf, im Gehirn. Viel besser ist es, Wörter nach Themen zu lernen. Zum Beispiel das Thema im Restaurant. Da lernt man die Speisekarte, bestellen, das Getränk, die Rechnung, bezahlen, das Trinkgeld, reservieren. Oder das Thema Arbeit, die Bewerbung, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, das Gehalt, das Einkommen, das Vorstellungsgespräch, ich weiß nicht. Die Wörter unterstützen sich gegenseitig und bleiben besser im Gedächtnis. Genauso gestalte ich meinen Unterricht. Sowohl in regulären Kursen als auch in Konversationskursen arbeite ich themenorientiert und vermittle den Wortschatz immer in passenden thematischen Zusammenhang. Nummer 7. Wir konsumieren zu wenig Deutsch. Viele lernen Vokabeln nur aus Listen, aber Wörter brauchen echte Begegnungen. Wenn ihr ein Wort 10-mal in verschiedenen Situationen hört, bleibt es viel besser hängen. Deshalb sollt ihr Podcasts hören, YouTube-Videos schauen, Bücher lesen, Serien schauen. Jedes Mal, wenn ihr ein Wort wiederseht, wird die Verbindung stärker. Nummer 8. Wir haben Angst, Fehler zu machen. Darüber haben wir auch in diesem Kanal mehrmals gesprochen. Viele kennen ein Wort eigentlich schön, aber sie benutzen es nicht, weil sie Angst haben, Fehler zu machen.
Dadurch bleibt das Wort passiv. Ein passives Wort kennt ihr beim Lesen, aber ihr könnt es selbst nicht verwenden. Also ein aktives Wort könnt ihr aber spontan beim Sprechen benutzen. Das Ziel ist nicht, eigentlich Wörter nur zu erkennen. Das Ziel ist, Wörter aktiv zu verwenden. Und das funktioniert nur durch Übung und Fehler. Nummer 9. Wir lernen zu viele Wörter auf einmal. Manche versuchen jeden Tag 50 oder sogar 100 Wörter zu lernen. Das klingt produktiv, funktioniert aber oft nicht. Es ist besser, 10 Wörter zu lernen, sie wirklich zu verstehen, Beispiele zu bilden, sie aktiv zu benutzen, als 100 Wörter oberflächlich zu lernen und nach einer Woche wieder zu vergessen. Qualität ist wichtiger als Quantität. Also, wenn ihr deutsche Wörter besser behalten möchtet, dann verwendet sie aktiv beim Sprechen und Schreiben. Wiederholt sie regelmäßig. Lernt den Artikel und die Pluralform mit. Lernt bei Verben den Kasus, Perfekt und Präpositionen. Merkt euch Wörter immer im Kontext. Lernt thematisch. Konsumiert viel Deutsch. Habt keine Angst vor Fehlern. Und lernt lieber weniger Wörter, aber dafür richtig. Denn ein Wort ist erst dann wirklich gelernt, wenn ihr es spontan und korrekt in eurem eigenen Satz verwenden könnt. Das sollte immer das Ziel sein. Okay, ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat und ich hoffe, dass meine Tipps praktisch waren, hilfreich waren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr andere Tipps habt, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Ich werde sie gerne lesen und das kann den anderen auch helfen. So. Dankeschön. Tschüss.